Das ist der E-Flite Titan DC5, ein 5 Zoll Freestyle FPV-Quad mit der eingebauten DJI Air Unit, die digital das FPV-Video in 720p an die FPV-Brille überträgt und gleichzeitig auf einer SD-Karte in HD-Qualität ein Video aufnehmen kann. Den Titan DC5 gibt es sogar als Bundle mit der DJI FPV-Brille. Ein schneller F7 FC mit 50 Ampere 32-Bit ESCs sind eingebaut, die den RPM-Filter und den Betafly unterstützen. Vorne sieht man die digitale DJI-Kamera. Die Xing 2207 1800 kV 6S-Motoren haben eine Titanachse. Hinten sind die zwei DJI-Antennen mit RP-SMA-Anschluss und unter der Platte liegt bei mir ein Crossfire-Nano-Empfänger. Die Motorkabel sind schön geschützt mit einem transparenten Kunststoffrohr. Der Success D F7 FC ist die digitale Version mit einem direkten Anschluss für die DJI Air Unit. Hier wurden bewusst die zwei Leitungen für den DJI-Empfänger weggelassen, da ein externer Crossfire-Empfänger verwendet wird. Auf dem FC befinden sich zwei Gyro, die für einen besseren Flug sorgen sollen. Passend zu dem DJI-System wird auf dem FC-Board ein Typ C USB-Anschluss verwendet. So braucht man nur ein USB-Kabel. Die Air-Unit ist oben an der Platte montiert, wo nur ein Akkustrap passt. Besser wären zwei Akkustraps, sodass der Akku nie rausrutschen kann. Der Titan DC5 wiegt 408 Gramm und mit einem leichten 1000 mAh 6S Akku knapp 600 Gramm. Oder mit dem Tattu 1300 mAh 6S Akku sind es dann 620 Gramm. Die DJI FPV-Brille hat ein super scharfes, detailliertes, brillantes und richtig großes Bild. Der Originalpolster lässt bei mir seitlich etwas Licht durch, was man aber durch ein neues und dickeres Stirnband beheben kann. Ich habe mir das günstige Stirnband von Banggood geholt, hier musste ich aber für die Nase den Schaumstoff innen rausschneiden, weil es auf die Nase drückte. Bei dem Headstrap kann man wunderbar einen Fahrzeugakku rechts reinstecken. Die DJI-Antennen habe ich direkt ausgetauscht, weil die TrueRC XR Patch und die kleine Singularity-Antennen viel besser sind. An dem Titan DC5 habe ich die DJI Originalantennen gelassen, weil ich da keinen signifikanten Unterschied sehe. Ach ja, und Analog FPV geht seit dem letzten DJI 5er Update mit der FPV-Brille super. Somit kann man jetzt gut alle Analog Tiny-Whoops und andere kleine Drohnen fliegen, auf die die E-Unit nicht drauf passt. Und das mit einer Latenzzeit um die 20 Millisekunden, was vollkommen ausreichend ist. Man kann sich sogar so einen analogen Adapter von URAV kaufen, welches außen an der Seite an zwei Schrauben befestigt wird. Geflogen wird mit der kleinen Taranis X9 Lite Pro. Auf dem Titan DC5 ist ein 6S 1300 mAh Tattu-Akku und ich fliege DJI FPV mit dem TrueRC Antennen. Die Nazgul 5140 Propeller finde ich sehr gut bei den schnell drehenden Motoren mit 1800 kV. Hier noch mein zweiter Akku, der Infinity 6S mit 1150 mAh und 120 C. Achtet vor dem Flug, dass alle Schrauben festsitzen. Ich habe direkt eine Schraube verloren. Der Motorenschutz aus DPU ist praktisch, aber kostet extra Gewicht. Ist nicht so ganz mein Fall. Mit den 1800 kV Motoren ist der Titan DC5 richtig zügig unterwegs. Es macht Spaß, den Freestyle-Quad so schnell fliegen zu lassen. Eigentlich braucht man bei einem Freestyle nicht so schnelle drehende Motoren. 1600 kV Motoren würden bei 6S Akku vollkommen ausreichen. Und das ist das 16:9 Video aufgenommen mit der DJI Air Unit. Satte Farben, gute Schärfe, alles perfekt, wie man es von DJI-Kameras gewohnt ist. Hier das 4:3 Video, aufgenommen mit der DJI FPV-Brille. Der Fokus-Mode ist hier auf Auto eingestellt. Trotzdem sieht man fast immer die unscharfen Seiten. Das liegt an der Umgebung, in der ich fliege.
Hier ist die Wiese, Bäume, Blätter eine richtig Herausforderung für die Übertragung der DJI-Brille, die dann eben den Fokusmodus immer anbehält. Erst wenn ich hoch hinaus fliege, ist der Fokusmodus aus. Fliegt man also nah am Boden, wie hier über eine Wiese, so ist fast immer der Fokusmodus aktiv. Was ich aber interessant finde, ist, dass der Empfang fast immer bei 25 Megabit bleibt, dank den guten True-RC-Antennen. Erst wenn ich in der Kurve meine kritische Ecke erreiche, fällt die Übertragung auf 9 Megabit. Die Latenzzeit ist hier so zwischen 20 und 30 Millisekunden durchgehend, da ich in dem Modus mit niedriger Latenzzeit fliege. Das Fliegen mit der DJI-Übertragung macht so viel Spaß, dass ich gar nicht mehr zurück zum Analogfliegen möchte. Man sieht jeden Ast, an dem man vorbeifliegt. Den Fokusmodus finde ich als eine gute Lösung, weil man sich beim Fliegen sowieso auf die Mitte im Bild konzentriert und so auch bei einer schlechten Übertragung noch den Quad gut steuern kann. Ich bin total begeistert von dem eFlight Titan DC5 mit dem DJI Digital FPV-System. Vermutlich liegt es in erster Linie an der digitalen Übertragung, die so toll ist. Aber beides zusammen, die DJI-Brille und der Titan DC Quad, sind ein Bundle, wo das FPV-Fliegen unheimlich viel Spaß macht. Man fliegt nicht nur einfach FPV, sondern schaut man sich schon mal die Umgebung, in der man fliegt und genießt so manche ungewöhnliche Ausblicke von oben. Das DJI FPV-System ist richtig gut und sehr leicht zu bedienen. Sogar die DJI-Fernsteuerung ist eine gute Lösung, wo die Steuerung über die gleiche Antenne wie das Video von dem Quad empfangen werden. Trotzdem nutze ich die DJI-Fernsteuerung nicht, weil ich eine bessere Reichweite bei dem Quad und meine Fernsteuerung haben möchte. Daher setze ich hier Crossfire-Sender und Empfänger ein, um auch bei einem Videoabbruch noch den Quad steuern zu können. Also, meine Empfehlung ist der eFlight DC5 mit dem Crossfire-Empfänger, eine Taranis X9D Plus SE-Funke und eine DJI FPV-Brille. Jetzt fehlt nur noch eine Nano DJI Air Unit für die vielen kleinen 2,5 Zoll Mikroquads und Whoops, sodass man diese in Zukunft nicht mehr analog, sondern digital fliegen kann.